Neuschwabenland, das Geheimnis um die deutsche Basis am Südpol. Was haben die Nationalsozialisten am Südpol wirklich gefunden? Und haben sie dort einen Ort geschaffen, um eine Exilregierung zu errichten? Was hat Großadmiral Karl Dönitz und Admiral Richard E. Byrd mit ihren Aussagen gemeint? Warum wurde die Operation High Jump vorzeitig unter starken Verlusten abgebrochen? Below are no landing fields, only deep crevasses. Pressure ridges 100 feet high. Was hat es mit den unbekannten U-Booten, die von der schwedischen Marine gejagt wurden, auf sich? Die Suche nach dem mysteriösen U-Boot, sie geht weiter nun schon den 3. Tag und noch immer kann die schwedische Marine keinerlei Erfolge vorzeigen. Dennoch, die Regierung in Stockholm bleibt dabei, die Hinweise sind ernst zu nehmen. Ein fremdes Tauchboot befindet oder befand sich in schwedischen Gewässern. Es gibt keinen Grund, jetzt in Panik zu geraten, aber natürlich müssen wir wissen, was vor unserer Haustür in der Ostsee geschieht. Auch die Geisterraketen geben weitere Rätsel auf. Es deutet vieles darauf hin, dass die Geschichte des Zweiten Weltkrieges am Südpol nicht am 8. Mai 1945 endete. Blicken wir gemeinsam auf die mysteriösen Geschehnisse an einem der entlegensten und lebensfeindlichsten Orte dieser Welt. Das Dritte Reich hatte durch seine Tibet-Expedition also großes Interesse an den Polen. Besonders der Südpol hat es der Führung unter Adolf Hitler angetan. Sollte es den Nationalsozialisten gelungen sein, während ihrer Expedition bewohnbare Bereiche der Antarktis gefunden zu haben, dann ist es rein logisch betrachtet sinnig, aus militärischer Sicht, dort eine Station zu errichten. Die Lage gewährleistet einen gänzlich ungestörten Ablauf der Geschehnisse unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Militärisch betrachtet ein absoluter Glücksfall. Logistisch betrachtet lange und beschwerliche Versorgungslinien. Doch die vulkanische Aktivität in der Region sollte zumindest die Energieprobleme einer zu unterhaltenden Basis lösen. Sollte es den Nationalsozialisten gelungen sein, mit Hilfe der Natur dort Basen errichtet zu haben, dann hätten sie einen Stützpunkt für weitere Expeditionen in die von der modernen Wissenschaft gefundenen Eishöhlen, die erstaunlich warm sind, durchzuführen und diese für ihre Zwecke nutzbar zu machen. Doch dazu später mehr. Die Nationalsozialisten hatten also eine Vormachtstellung im ewigen Eis errungen. Das störte die Alliierten und insbesondere die Briten. Diese starteten 1943-44 eine geheime Operation in die Antarktis namens Tabarin. Offiziell war es der militärische zivile Operation. Ziel der Operation war es, dauerhaft Stationen zu Forschungszwecken zu errichten. Zudem sollten die Soldaten die über Neuschwabenland abgeworfenen deutschen Hoheitsabzeichen entfernen, um Besitzansprüche des Dritten Reiches zu unterbinden. Da auch Argentinien in diesem Sektor aktiv war, entfernte eine Schiffsbesatzung 1943 argentinische Flaggen von einer Insel. Im Zuge dessen gab es sogar Gefechte argentinischer Kräfte mit den britischen Kräften und die Briten unterlagen den Argentiniern. Weiterhin hieß es von offizieller Stelle, dass man verhindern wollte, dass deutsche Versorgungsstützpunkte auf entlegenen Inselgruppen errichtet, um unbemerkt U-Boote und Kriegsschiffe zu versorgen. Die britische Regierung wusste also auch von den Aktivitäten der U-Boot-Waffe in der Antarktis und sprach explizit von Versorgungs- und Nachschubstützpunkten. Die Soldaten der Expedition sollten das also verhindern und den deutschen Nachschub dort vertreiben. Doch warum sollten die Deutschen dort in entlegenen Regionen solche Stützpunkte betreiben? Ahnte man auf britischer Seite von Vorposten der eigentlichen Basis 211? Die Operation Tabarin verlief ohne nennenswerten Erfolg. Es gibt Aussagen, dass die Briten den Argentiniern unterlagen. Auch soll versucht worden sein, in Neuschwabenland einzufallen. Das gelang durch massive Gegenwehr der Deutschen nicht und der Angriff wurde erfolgreich abgewehrt. Was sich im Jahre 1944 in der Antarktis während der Operation Tabarin zugetragen hat, ist nicht bekannt. Fakt bleibt, dass die Soldaten der Operation Tabarin die Aufgabe hatten, den deutschen Nachschub dort zu unterbinden und die über Neuschwabenland abgeworfenen Hoheitszeichen zu entfernen. Die Operation erreichte nicht annähernd Neuschwabenland. Erst spannend wurde die Geschichte um Neuschwabenland während der letzten Kriegstage und nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Da die US-Amerikaner großes Interesse an deutscher Forschung und dessen Wissenschaftlern hatte, suchte man auf dem Reichsgebiet energisch nach den führenden Köpfen. Doch viele Wissenschaftler waren spurlos verschwunden. Alle Versuche der US-Amerikaner blieben erfolglos. Wohin waren diese Menschen also geflohen? Denn sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Die ersten Gerüchte kamen auf, dass große Teile der deutschen Forschung nach Neuschwabenland entkommen sind.
Da viele der Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker und Mechaniker Zivilisten waren und nicht der SS angehörten, waren sie den Alliierten kaum bekannt. Sie arbeiteten verdeckt unter Ausschluss der Öffentlichkeit an geheimsten Rüstungsprojekten. Da man wusste, dass bis in die höchsten Positionen der Ministerien Spione und Agenten der Alliierten operierten, konnte man durch das Einsetzen von Zivilisten verräterische Aktenführung verhindern. Besonders der Aufgabenbereich von dem Geheimwaffenchef Hans Kammler griff auf diese Methode zurück. Als der Krieg für das Dritte Reich verloren war, versorgte man die Zivilisten mit neuen Identitäten auf Befehl von Hans Kammler persönlich. Man unterbreitete dem Personenkreis mehrere Optionen. Eine davon war, an einem geheimen Ort im Ausland weiter zu forschen und zu entwickeln. Liegt dieser geheime Ort in der Antarktis? Erklärt das den Verbleib der verschollenen Wissenschaftler? Sind diese Menschen kurz vor Kriegsende mit U-Booten zu einem geheimen Ort evakuiert worden? Weitere Befeuerung erhielt die Theorie einer entlegenen Basis des Dritten Reiches durch das Verschwinden von U-Booten. Der Verbleib vieler U-Boote der Kriegsmarine war ungeklärt. So hatte man nie Kontakt oder gar Kampfhandlungen mit den U-Booten gemeldet und doch waren sie verschwunden. Man erklärte die Verluste der Boote durch Minen. Die Boote sollen unbemerkt auf Minen gefahren sein und im Zuge der Detonation gesunken. In einigen Fällen war das tatsächlich so, in anderen Fällen aber nicht. Und somit wuchs die Liste von U-Booten, deren Verbleib bis heute ungeklärt ist. Die nächste Befeuerung einer deutschen Basis in der Antarktis war das Auftauchen zweier deutscher U-Boote in Südamerika. Das U-Boot U-530 und U-977. Am 10. Juli 1945 ergab sich U-530 im Hafen von Mar del Plata, Argentinien. Obwohl Karl Dönitz die Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 offiziell bekannt gab und diese Maßnahme an alle deutschen Unterseeboote gefunkt wurde, hatte sich U-530 erst am 10. Juli 1945 ergeben. Das U-Boot U-977 ergab sich am 17. August 1945, ebenfalls in Mar del Plata, Argentinien, 3,5 Monate nach Kriegsende. Mit diesen Ereignissen tauchte schnell der Begriff Führerkonvoi auf. Die beiden deutschen U-Boote sollen Bestandteil des Konvois gewesen sein. Die Besatzungen wurden umgehend und intensiv verhört, schwiegen offiziell aber zu ihrem Auftrag. Doch dass sie teilweise ihr Schweigen gebrochen haben, zeigen Aussagen und weitere Geschehnisse. Der Kapitänleutnant von U-530, Otto Wermuth, gab an, dass er Kiel in Richtung Antarktis verlassen hatte. Es sollen sich unbekannte Personen als Passagiere an Bord befunden haben. Und auch geheime Unterlagen sollen geladen worden sein. Merkwürdig ist auch die Tatsache, dass nur wenige der Besatzungsmitglieder über Ausweise verfügten, die Aufschluss über ihre Identität gaben. Dieser Zustand ist für deutsche Verhältnisse nahezu unmöglich, da jeder Soldat über einen Ausweis, Soldbuch und Erkennungsmarke verfügte. Wie sollen diese persönlichen Dokumente abhanden gekommen sein? Oder haben sich ihre Besitzer ihnen entledigt? Haben die Soldaten gar eine neue Identität erhalten und waren somit nicht in offiziellen Besatzungslisten geführt, aus Gründen der Geheimhaltung ihrer Aufgabe? Auch das Log- und Kriegstagebuch, welches jedes U-Boot besaß und von jedem Kommandanten akribisch geführt wurde, war unauffindbar. Eine weitere Diskrepanz taucht bei dem Kapitänleutnant auf. Er wurde erst als groß und blond beschrieben, aber entpuppte sich als klein und braunhaarig. Er schwieg zu seiner wahren Identität, ging der eigentliche Kanoi in Neuschwabenland mit Teilen seiner Besatzung von Bord und wurden dann ein neuer kommandierender Offizier samt Besatzung auf U-530 eingesetzt? Die Besatzung konnte sich nicht ausweisen. Die Identität des Kanois war zweifelhaft. Seine Passagiere und Ladung war verschwunden und die Aufgabe des Bootes war ungeklärt. Viele merkwürdige Umstände um U-530. Alles reine Zufälle? Schauen wir auf U-977, welches sich noch später in Argentinien ergab. Der Kommandant Heinz Schäfer befehligte das U-Boot. Er gab an, dass sein Boot die gleiche Route wie U-530 gefahren ist. Doch ergeben sich hier weitere Diskrepanzen. Die Soldaten sollten vom Kriegsende erfahren haben und man beratschlagte sich, was man tun sollte. Die Mehrheit wollte ins neutrale Argentinien. Lediglich die Soldaten mit Familien stiegen in Norwegen aus und verbreiteten das Gerücht, dass U-977 auf eine Mine gelaufen war. U-977 wurde als Verlust eingetragen, doch fuhr U-977 weiter in Richtung Argentinien.
Angeblich soll U-977 66 Tage ununterbrochen getaucht gefahren sein. Am Tag über die Elektromotoren und in der Nacht mit Schnorcheln, um Luft für die Dieselmotoren zu erhalten, um die Batterien für die Elektromotoren aufzuladen. Argentinien lieferte Heinz Schäfer an die USA aus. Diese begannen mit endlosen Verhören. Auch hier wurde nicht zu seinem Auftrag bekannt. Doch die ersten Gerüchte machten sich breit. So soll auch U-977 Passagiere transportiert haben. Als die USA fertig mit den Verhören von Schäfer war, wurde er nach England weitergereicht und sein Spießrutenlauf fing in England erneut an. Auch dort hat er keine neuen Angaben gemacht und somit wurde er 1947 aus der Haft entlassen. Doch warum verließen die beiden U-Boote Kiel mit Ziel Antarktis? Warum ergaben sich erst so lange nach der Kapitulation? Warum konnte die Besatzung von U-530 nicht identifiziert werden? Warum kam U-977 erst noch später in Argentinien an? Hatte nur U-530 einen geheimen Auftrag und U-977 diente als Ablenkung für U-530? Was genau die US-Amerikaner von den Kommandanten erfuhren, ist bis heute nicht geklärt. Doch allen Anschein nach erfuhr man mehr als offiziell bekannt. Angeblich waren die Aufgaben eines der Kommandanten der U-Boote so brisant, dass die US-Streitkräfte alarmiert wurden. Schauen wir auf die Geschehnisse im Jahre 1947. Die Operation High Jump unter Leitung des Polarforschers und Admiral Richard E. Byrd. Byrd begann seine dritte und letzte Antarktis-Expedition, aber diesmal war die Expedition militärisch. Das gab Byrd in einem Interview bekannt. Meine Reise hat einen militärischen Charakter. Byrd am 2. Dezember 1946 vor Beginn der Operation High Jump. Obwohl es sich offiziell um eine Forschungsmission handelte, die den Zweck verfolgte, ähnlich wie die deutsche antarktische Expedition im Jahre 1938-39, die Erforschung der Antarktis und das Erstellen von Luftbildern. Der Unterschied zu der deutschen Expedition: Bei High Jump war eine Flotte von Kriegsschiffen zur Erforschung eingesetzt. Warum also werden Kriegsschiffe zu einer solchen Expedition entsandt? Und warum sprach Byrd öffentlich von einer militärischen Operation? Hatte man aufgrund der Aussagen der deutschen U-Boot-Kommandanten neue Hinweise auf Aktivitäten des gefallenen Dritten Reiches in der Antarktis erkannt? Hat man ähnlich wie die Sowjets Unterlagen der Kriegsmarine erbeutet, die Hinweise auf eine Basis am Südpol geben? Hat man die militärische Operation als Expedition getarnt, um wenig Aufsehen zu erregen? Der Spiegel schrieb in einem Bericht im November 1947 Folgendes über das Ziel der Operation High Jump. Byrd hat die wissenschaftliche Seite seiner neuen Expedition von Anfang an hervorgehoben. Von anderer Seite war behauptet worden, das Hauptziel der Unternehmung, des Sprungs nach Süden, sei, am Pol Uran zu suchen. Es war die Rede davon, dass die USA sich die strategische Kontrolle über Rohstoffquellen der Atomenergie sichern wollten. Dies wurde dementiert. Andere Länder meldeten auf alle Fälle territoriale Ansprüche an. Man stelle sich vor, dass die Nationalsozialisten es geschafft haben, in einer solchen Basis unbemerkt von den Alliierten und insbesondere der US-Streitkräfte zu entkommen und weiterhin eine Basis zu betreiben. Ein Gesichtsverlust für die USA und ihre schlagkräftige Armee, die ja bereits den Sieg über das Dritte Reich lange vor dieser Operation bekannt gab. Kritiker der Theorie einer Mission gegen eine solche Basis berufen sich immer wieder auf die Tatsache, dass ja schließlich Journalisten von der US Navy zugelassen wurden und die Operation begleiteten. Es waren 12 Vertreter der Presse an der Operation beteiligt. Das ist richtig, man ging davon aus, dass man einen schnellen Sieg erringen würde und das sollte sofort für die Propaganda genutzt werden. Dazu ist es wichtig, auch Kriegsberichterstatter und Journalisten dabei zu haben. Doch warum wurde so wenig über die Operation und ihre vorzeitigen Abbruch bekannt? Warum gab es kaum Berichte in den USA und Europa? Warum haben die Journalisten keine Dokumentation darüber verfasst und der Öffentlichkeit berichtet, was dort wirklich passiert ist? Wären mit diesen Berichten, Foto- und Filmaufnahmen nicht alle Verschwörungstheorien im Keim erstickt worden und hätte man alle Zweifler sofort beruhigen können? Die Berichte blieben aus. Warum aber? Verlief die Operation so schlecht, dass man den Mantel des Schweigens über den Vorfall legte? Lediglich in Südamerika gab es umfassende Berichte und die Inhalte befeuern heute diverse Theorien über die Geschehnisse am Südpol im Jahre 1947. Die Operation wurde frühzeitig abgebrochen. Offiziell heißt es, dass die meteorologischen Bedingungen zusehends schlechter wurden und dadurch militärisches Material Schaden nahm und der Verlust von Menschenleben einsetzte. Kritiker der Theorie deutscher Aktivitäten sehen sich darin bestätigt.
Doch wann hat eine Regierung jemals die Wahrheit gesagt, wenn es um militärische und nationale Interessen ging? Den Kritikern gegenüber steht eine Aussage des Leiters der Operation. Mit dieser Aussage sind alle Rechtfertigungsversuche von Kritikern hinfällig. Ich möchte niemanden erschrecken, aber die bittere Realität ist, dass im Falle eines erneuten Krieges die Vereinigten Staaten durch fliegende Objekte angegriffen werden, welche mit unglaublicher Geschwindigkeit von Pol zu Pol fliegen konnten. Die fantastische Eile, mit der die Welt zusammenschrumpft, ist eine der objektiven Lektionen, die wir auf der antarktischen Erforschung gelernt haben, die wir gerade beenden. Ich kann nur die Mahnung an meine Landsleute aussprechen, dass die Zeit vorbei ist, in der wir uns in eine komplette Isolation zurückziehen und in dem Vertrauen entspannen konnten, die Entfernung, die Meere und die Pole böten uns eine Garantie der Sicherheit. Admiral Richard E. Byrd im Original aus dem Interview mit dem International News Service, März 1947. Wenn doch all diese Theorien über Aktivitäten von deutschen oder anderen Kräften nichts dran ist, warum hat ein Admiral dann öffentlich eine solche Aussage getätigt? Auch der Versuch, diese Aussage als unglaubwürdig durch falsche Übersetzung oder durch die Aussage ist aus dem Zusammenhang gerissen, als unglaubwürdig oder schlichtweg falsch hinzustellen, scheitern bei der Brisanz an Tatsachen in dieser Aussage. Ein weiterer Relativierungsversuch kommt von dem zweiten und nicht öffentlichen Zweck der Operation. Hier hat die US-Regierung dem eigentlichen Zweck der Operation versucht zu tarnen, sprich sie hat nicht die tatsächlichen Hintergründe der Operation genannt. Angesichts dieser Tatsache ist es blanker Hohn zu glauben, dass sie im Nachhinein und über den vorzeitigen Abbruch und über die Verluste der Operation die Wahrheit gesagt hat. Inoffiziell verfolgte die US-Regierung das Ziel, ihre Streitkräfte und ihr eingesetztes Kriegsgerät bei enormer Kälte zu testen, um in einem möglichen Krieg mit der Sowjetunion die Oberhand zu erhalten. Eine weitere Theorie über das Ziel der Operation ist die Sicherung von Uranvorkommen in der Antarktis. Die USA wollten sich die strategische Kontrolle über Rohstoffe für die Atomenergie sichern. So geht es aus dem Bericht des Spiegels hervor. Kurzum, das eigentliche Ziel war militärisch und die US-Regierung tarnte es durch eine Forschungsoperation. Man hat die Öffentlichkeit getäuscht und man hat sie auch weiterhin über die wirklichen Vorfälle am Südpol getäuscht. Den weiteren offiziellen Erklärungen der US-Regierung mit Hinblick auf die Operation zu viel Glauben zu schenken, sollte stets überdacht werden. Doch zuerst werfen wir einen Blick auf die Operation High Jump und ihr Umfang an militärischem Gerät und Personal. Leiter war Admiral Richard E. Byrd. Die Planung erfolgte durch die US-Regierung. Ihm unterstanden folgende Wasser- und Luftfahrzeuge: ein Flugzeugträger, 2 Wasserflugzeugträger, 2 Tanker, 2 Eisbrecher, 2 Unterstützungsschiffe, ein Kommunikationsschiff, ein U-Boot, ca. 26 Flugzeuge, ca. 30 Hubschrauber und 4.700 Soldaten und Wissenschaftler. So die offiziellen Angaben der US Navy. Wenn dem so ist, dann hatte Byrd eine schlagkräftige Flotte an Kriegsschiffen zur Verfügung, um eine wissenschaftliche Operation durchzuführen. Heute wenig bekannt und noch seltener erwähnt ist die Tatsache, dass die Flugzeuge auf dem Flugzeugträger unter anderem an Deck gelagert werden mussten, da weitaus mehr Flugzeuge mitgeführt wurden. Üblich waren 80 bis 100 Flugzeuge auf dem Träger der Essex-Klasse. Auch hier sind die Angaben der US-Regierung nicht wahrheitsgemäß. Man hatte vor, einen Feldflughafen an Land zu errichten. Dazu wurden Geräte, die den Schnee verdichten konnten, und Vorrichtungen, um Eisblöcke zu formen, für Start- und Landebahn. Das geht aus einem Artikel des Spiegels von 1947 hervor. Man hatte also nie die Absicht, die Flugzeuge nur von dem Flugzeugträger auf ihre Flüge zu schicken. Man plante umfassende Arbeiten zur Errichtung einer Station oder Basis, die sogar über ein eigenes Flugfeld verfügen sollte. Auch das ist für eine wissenschaftliche Operation sehr untypisch, aber sehr bezeichnend für eine Militäroperation, die offensichtlich dazu diente, einen Angriff auf eine feindliche Basis zu starten. Immer mehr merkwürdige Umstände bei der Operation High Jump. Es gibt auch Berichte, dass mehrere tausend Mann an Marineinfanteristen aus Neuseeland eingeflogen wurden. Diese Berichte passen zu der Errichtung und Absicherung einer Basis an Land. Viele der Soldaten sind infolge von heftigen Gefechten gefallen. Ende Januar 1947 wurden erste Aufklärungsflüge getätigt. Der Einsatzraum war im Königin-Maud-Land, also das Gebiet, was von Norwegen beansprucht wird und in dem zufälligerweise auch nur Schwabenland liegt. Natürlich ein reiner Zufall der US-Regierung, ausgerechnet dort zu operieren. Die US-Amerikaner machten weitere Aufklärungsflüge, erstellten Luftbilder etc. Bis hierhin unterscheidet sich die Operation High Jump kaum von der zuvor durchgeführten deutschen antarktischen Expedition im Jahre 1938-39, außer dass die Deutschen keine Kriegsschiffe im Einsatz hatten. Die Operation High Jump war für 6 Monate geplant, jedoch wurde sie nach knapp 2 Monaten abrupt abgebrochen. Die wirklichen Hintergründe zum Abbruch von High Jump sind bis heute für die Öffentlichkeit nicht geklärt.
Doch wie kam es zu dem Abbruch eigentlich? Ein Kriegsschiff und mehrere Luftfahrzeuge der US Navy gingen verloren, sanken und stürzten ab. Auch gab es Verluste von Soldaten. Diese starben bei der Operation. Unter den Verlusten sollen sich auch die weiter oben aufgeführten Marineinfanteristen befunden haben. Nach offiziellen Angaben der US Navy gab es keinen Verlust eines Kriegsschiffes. Doch sollte man angesichts der Hintergründe der Operation nicht allzu viel dieser Aussage der US-Regierung vertrauen. Weitere detaillierte Berichte oder Erklärungen seitens der US Navy gab es nicht. Nach Rückkehr der Flotte wurde Admiral Byrd umgehend zu einer Ausschusssitzung der US-Regierung im Pentagon zitiert. Dort hat er die weiter oben aufgeführte Aussage getätigt, die er bereits zuvor der Presse bekannt gab, wiederholt. Ich möchte niemanden erschrecken, aber die bittere Realität ist, dass im Falle eines erneuten Krieges die Vereinigten Staaten durch fliegende Objekte angegriffen werden, welche mit unglaublicher Geschwindigkeit von Pol zu Pol fliegen konnten. Sein letzter Satz ist mehr als bezeichnend. Wir geben die Region auf. Was hat Byrd damit gemeint? War der Versuch, eine Basis zu errichten, die das Gleichgewicht am Südpol wiederherstellen sollte, gescheitert? Musste man sich geschlagen zurückziehen und hat man eingesehen, dass man militärisch seinen Feinden weit unterlegen war? Wenn ein Admiral nach einer militärischen Operation bei Vertretern der Presse eine solche Aussage tätigt, dann wird wohl die Aussage gegenüber seiner Vorgesetzten dementsprechend brisanter gewesen sein. Doch was hat Admiral Byrd seiner Regierung berichtet? Und was meint er mit fliegenden Objekten, die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit von Pol zu Pol bewegen können? In einer anschließenden Presseerklärung des Pentagon hieß es, Admiral Byrd empfahl dem Verteidigungsministerium, umfassende Verteidigungsmaßnahmen zu ergreifen. Warum sollte eine Regierung umfassende Verteidigungsmaßnahmen ergreifen, nur weil eine wissenschaftliche Operation aufgrund von schlechtem Wetter abgebrochen werden musste? Was verschweigt die US-Regierung der Weltöffentlichkeit? Obwohl die Operation High Jump anfänglich außergewöhnlich stark in der Presse erschien, wurde es nach dem vorzeitigen Abbruch der Operation sehr leise um die Operation High Jump. Umstände, die nicht von der Hand zu weisen sind, Zufälle, die es eigentlich gar nicht gibt und Aussagen, die so unglaublich klingen, dass sie unmöglich wahr sein können. Werfen wir einen Blick auf das, was über die Operation High Jump bekannt ist und was sich im Jahre 1947 in der Antarktis zugetragen haben soll. Laut Berichten gab es einen Überfall auf die Flotte unter Admiral Byrd. Scheibenförmige Objekte sollen aus dem Wasser aufgestiegen sein und die Schiffe und ihre Besatzung unter Feuer genommen haben. Bei dem Feuer handelt es sich nicht um Feuer im kommerziellen Sinne gemeint, sondern um Strahlen, die diese Flugobjekte abfeuerten. Eine angebliche Aussage über die Geschehnisse im Jahre 1947 in der Antarktis eines an der Operation High Jump beteiligten Piloten namens John Sayerson über den Angriff von Flugscheiben gibt weitere Rätsel auf. Doch weder die Person John Sayerson noch seine Aussage lassen sich verifizieren. Die Echtheit der Aussage kann weder bestätigt noch dementiert werden. Der Vollständigkeit halber nehme ich diese Aussage mit in diese Dokumentation auf. Die Dinger tauchten aus dem Wasser wie vom Teufel verfolgt auf und flogen mit solcher Geschwindigkeit zwischen den Masten herum, dass durch die Windwirbel die Antennen rissen. Einige Flugzeuge, die es geschafft hatten, von der Casablanca zu starten, sind wenige Augenblicke später getroffen von unbekannten Strahlen, die aus den fliegenden Untertassen kamen, neben dem Schiff abgestürzt. Ich befand mich zu dem Zeitpunkt auf dem Deck der Casablanca und begriff überhaupt nichts. Diese Dinger flogen völlig geräuschlos zwischen unseren Schiffen und spuckten tödliches Feuer. Plötzlich ging der Torpedobootzerstörer Mad Dog, der sich etwa 10 Meilen von uns entfernt befand, in Flammen auf und begann zu sinken. Trotz der Gefahr entsandten andere Schiffe Rettungsboote. Der Albtraum dauerte etwa 20 Minuten. Als die fliegenden Untertassen wieder ins Wasser abtauchten, begannen wir unsere Verluste zu zählen. Sie waren furchtbar. Diese Aussage hat wenig bis keine Wahrheit in sich. Die USS Casablanca, ein Flugzeugträger, der bereits am 10. Juni 1946 außer Dienst gestellt wurde, war sicherlich nicht an der Operation beteiligt. Auch die USS Mad Dog, ein Zerstörer, der nicht an der Operation High Jump beteiligt war, soll gesunken sein. Dieser Zerstörer war im Vietnamkrieg wieder im Einsatz. Damit sollte der Wahrheitsgehalt dieser angeblichen Aussage des Piloten klar sein. Hierbei wird es sich um eine schöne und aufregende Geschichte handeln. Doch was geschah nun wirklich an dem Tag, der zum Abbruch der Operation High Jump geführt hat? Die Wahrheit über diesen Vorfall liegt sicherlich in geheimen Archiven der US-Regierung. Eine weitere Aussage von Admiral Byrd, die heute oft verschwiegen wird. Alle Karten von der Antarktis werden geändert werden müssen. Zitat Byrd gegenüber von Pressevertretern an Bord der Mount Olympus. Der Bericht des Spiegels gibt weitere Rätsel auf. So heißt es: Nach den Meldungen,
die zuletzt eingingen, wurden insgesamt 190.000 Quadratkilometer unerforschtes Gebiet von Flugzeugen aus aufgenommen. 3.000 Kilometer Küstenlinie wurden neu vermessen. Es gab viele frühere Irrtümer zu berichtigen. Berge und Buchten, die auf den Karten standen, gibt es in Wirklichkeit nicht. Eine große Insel, die Byrds letzte Expedition entdeckt hatte, war inzwischen wieder verschwunden. Außer neuen Bergen, Buchten und Inseln entdeckte man ein Hochplateau, von dem man meint, dass es höher als das von Tibet, also das höchste der Welt sei. Für das bedeutendste Ergebnis der Polfahrt hält Byrd die Entdeckung einer 104 Quadratmeilen großen Oase, ein Gebiet mit völlig eisfreien Seen im Arktisinneren, mit kegelförmigen Erhebungen bis zu 150 Meter Höhe. Das Wasser der Seen ist bedeutend wärmer als das des offenen Meeres. Man vermutet vulkanische Wärmequellen unter diesem Gebiet. Eine Oase oder mit den Worten von Großadmiral Karl Dönitz, ein irdisches Paradies.